Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Sebastian und es geht wieder ein bisschen um Unity Networking. Hauptsächlich darum, wie man Videos herunterlädt mit Unity und lokal auf dem Gerät speichert. Zusätzlich schauen wir uns auch kurz einen kleinen Videoplayer an, der einige nette Funktionen hat. Erstmal die Frage, wie spielt man in Unity überhaupt Videos ab? Das ist einfach. Man braucht zuerst eine Render Texture. Die erzeugt man mit Rechtsklick Create Render Texture. Anschließend stellt man die Größe und weitere Eigenschaften ein. Dann wird es ganz einfach. Unity hat schon eine fertige Videoplayer-Komponente. Man kann wahlweise Videos direkt aus dem Projekt abspielen oder die URL angeben. Nun muss man nur noch dem Videoplayer die Render-Texture zuweisen und natürlich das Objekt, auf dem das Video gerendert werden soll, braucht die Render-Texture auch. Bei mir ist das hier ein RAW-Image. Der Videocontroller hier drunter, den ich hier gemacht habe, bietet dann zusätzlich eine Bedienoberfläche. Es gibt einen Slider, um die Abspielposition zu setzen, zu ändern, eine Stummschaltung, einen Loop-Button und man kann die Geschwindigkeit einstellen. Und hier noch ein Button, um Videos dann runterzuladen. Testen wir das Ganze einfach mal. Ich hole mir mal eine Video-URL von einer meiner Webseiten. Also, das geht. Jetzt schauen wir uns kurz den Pfad an, wo dann das heruntergeladene Video gespeichert werden soll. Das ist also Application Persistent Data Path plus den Ordner, den wir hier als Download-Ordner angegeben haben. Also noch ist hier kein Ordner, aber nach dem Download ist er da. Und das Video auch. Schauen wir mal. Da ist er. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal die Skripte an. Zuerst mal den Videocontroller. Der funktioniert nur mit dem Videoplayer. Daher ist hier das Require Component Attribut drüber. Hier oben die Felder haben wir schon im Inspektor gerade gesehen. Am Anfang werden die Listener für die verschiedenen Button und den Button Slider hinzugefügt. Dann melden wir die Events an, um auf das fertige Laden des Videos und auf Erreichen des Endes reagieren zu können. Natürlich die Events auch wieder abmelden bei Deaktivierung. Falls der Player da ist und läuft, wird ständig der Position Slider aktualisiert, damit man die Videoposition erkennt. Hier nochmal die Button-Listener, die von Start aus angemeldet werden. Über die Methode setVideo kann von außen neues Video abgespielt werden. Falls es sich um einen lokalen Dateipfad handelt, wird der Download-Button deaktiviert. Prepare startet das Laden des Videos. Der Event von oben ruft dann die Video is ready Methode auf, setzt den Button Slider mit den maximalen Frames und spielt das Video ab, falls Autoplay eingestellt ist. Play ist klar, spielt das Video ab und steuert Play- und Pausen-Button. Pause ist ganz genauso, nur andersrum. Wenn das Videoende erreicht ist, wird der Position Slider zurückgesetzt und falls kein Looping eingestellt ist, wird der Play-Button angezeigt. Change Frame reagiert auf den Position Slider und setzt den aktuellen Frame. Toggle Speed und Toggle Mute sind sich sehr ähnlich. Bei Mute wird umgeschaltet und falls Mute dann True ist, wird das entsprechende Icon transparent da. Bei Speed wird Playback Speed um 0,25
erhöht bis zum Maximum, dann fängt es wieder bei 0 automatisch an. Toggle Loop ist im Grunde das gleiche, nur für Loop. Set Alpha wird von den Button benutzt, um das Icon transparenter zu machen. Ein Download wird vom Download-Button aufgerufen, startet die Coroutine, die das Video dann runterlädt. Also zunächst brauchen wir einen Web-Request und stellen eine GET-Anfrage. Falls das Laden geklappt hat, bekommen wir als Result ein Success und sind dann hier im Else. Wir holen uns den Filename ohne Ordner. Dann bauen wir uns den Dateipfad für den Download-Ordner und den ganzen Pfad. Falls der Download-Ordner noch nicht existiert, machen wir uns einen und mit File Write All Bytes wird das geladene Video dann gespeichert. Persistent Data Path ist der Pfad, den uns Unity gibt, wo wir hinspeichern sollen. Das andere Skript Show Video URL dient nur dazu, die heruntergeladenen Videos auch abspielen zu können. Hier wird jetzt statt der Web-URL der lokale Dateipfad an den Videocontroller bzw. Videoplayer übergeben. Und Video Scroll View aktualisiert das Scroll View, indem die URLs der runtergeladenen Videos angezeigt werden. Das Ganze deshalb, damit wir hier die lokalen Videos sehen und spielen können. Also, das war's mal wieder. Lass mir deine Anerkennung da, wenn es dir gefallen hat. Wie auch immer, Like, Abo, Kommentar, wie du magst. Bis bald dann. Ciao.